noch mal kurz auf die Frage zurück von vorhin mit der Zeit, die wir erstmal beide nicht verstanden haben. Aber es gibt ja Ebenen, die sind zeitlos. Also hier auf der Erde gibt es Zeit und dann gibt es Ebenen, da ist keine Zeit. Und ich glaube, wenn ich die Frage jetzt vielleicht ein bisschen mehr verstehe, welche Rolle spielt denn die Zeit? Also wir haben sie in 3D, wir haben sie in der 4. Dimension immer noch. Gibt es sie dann auch in 5D? Also wo hört das auf mit der Zeit? Also so viel wie ich weiß, gibt es die auch noch in 5D, aber halt nicht in der gleichen Art und Weise wie wir hier. Und es gibt ja auch Wesen, die sehen die Vergangenheit und die Gegenwart und die verschiedenen Zukunftsmöglichkeiten mit gleichzeitig. Und also die nehmen Zeit wieder anders wahr. Für die gibt es diese Trennung gar nicht. Und wenn wir hier auf der Erde sind, dann haben wir irgendwie diese Trennung, dass das die Gegenwart ist und irgendwo dahinten ist dann die Zukunft. Aber gewisse Wesen, die haben diese Trennung nicht. Und das heißt, auch wenn die Erde Richtung 5G sich bewegt, dass das mit der Zeit, mit dem Gefüge der Zeit oder unserem Zeitempfinden auch was macht? Und was? Also ganz weiß ich das nicht. Aber was ich weiß, ist, dass ja jetzt schon Menschen merken, dass die Zeit sich manchmal anders anfühlt. Und das sagen ja auch Leute, die nichts mit spirituellen Dingen zu tun haben. Also da merkt man schon was. Und das wird sich ja in der Zukunft auch noch mehr ändern. Ja, liebe Zuschauer, ich merke hier, ich weiß nicht, wie viel ihr hört vom Publikum hier im Saal, aber hier ist viel Zustimmung von, ja, wir merken das auch, dass die Zeit, das Gefühl für die Zeit sich ändert. Also ich von mir kann das auch sagen, es ist mal alles geht ganz schnell und dann hat man das Gefühl, in manchen Momenten ist es, als würde die Zeit sich ewig ausdehnen und gerade in den Momenten, wenn man eben so tief in etwas eingesunken ist oder in Gedanken ist, das kann plötzlich, habe ich dann manchmal das Gefühl, es geht wie ein Türchen auf in ein anderes Zeitempfinden. Und du sagst, es wird sich noch verstärken. Ja, ich denke schon. Hier ist jemand und hat eine ganz, ganz dringende Frage. Sie möchte wissen, dass keine Anstrengung oder keine Mühe oder Anstrengung im Universum existiert. Also, wenn sie das, also ob das. Ja, sag, was du dazu denkst. Also Existiert Anstrengung im Universum? Gibt es das schon, ja. Weil das Universum, das ist ja, das hat ja ganz viele Ebenen und Zivilisationen. Und die Erde, die gehört da auch dazu. Und nur schon bei uns, da gibt es ja viel Anstrengung auf der Erde. Und also ja, von dem her gibt es das schon im Universum. Es gibt einfach Dimensionen, die haben das nicht und andere, die haben das. Und hat das mit der Schwingungsebene zu tun? Ganz klar. Also je höher die Schwingung, desto leichter und müheloser gehen die Dinge. Ist das so? Ja, also allgemein schon, ja. Dann möchte sie auch noch wissen, ob es ein Gesetz gibt,
was besagt, dass jeder, und zwar ausnahmslos jeder Gedanke zur Realität wird, irgendwo. Jeder Gedanke, den wir haben oder man hat, ob das irgendwo eine Realität wird. Zwingend. Ist das so? Also, sobald wir etwas denken, ist das energetisch im Feld. Von dem her kann man schon sagen, es existiert dann irgendwo. Aber es ist nicht so, dass jeder Gedanke, den wir haben, dass der mit Sicherheit physisch wird. Das kann so sein, aber es muss nicht so sein. Das kommt darauf an, wie viel Energie dieser Gedanke hat und was wir denn sonst noch denken und ob dann andere Gedanken die größere, also mehr Energie haben und dann, ja. Es ist ja sowieso immer bei den Gedanken, wenn du jetzt davon sprichst, wie viel Energie ein Gedanke hat. Ich finde es ganz, ganz wichtig. Also es gibt ja viele Menschen, die arbeiten mit Affirmationen und wenn man die Gedanken ja einfach so wiederholt, dann haben sie ja nicht unbedingt viel Energie. Was ist denn die Energie, die die Gedanken energetisiert? Das sind die Gefühle. Okay. Und auch, wie bewusst wir an den Gedanken denken. Also ob wir nur durch die Straße laufen und uns irgendwas durch den Kopf fliegt oder ob wir uns bewusst auf was ausrichten und halt die Gefühle. Und dort, wo wir die stärkeren Gefühle haben, das ziehen wir dann mehr in die physische Ebene. Danke. Vorhin hast du noch erwähnt, dass es Wesen oder gibt, die gleichzeitig die Gegenwart, die Vergangenheit und die Zukunftsmöglichkeiten sehen können. Und wenn du jetzt von Zukunftsmöglichkeiten sprichst, es gibt ja viele Prophezeiungen, das ist auch eine Frage, die immer mal wieder gestellt wird. Also ich habe hier zwar Fragen von einzelnen Menschen, ich habe aber auch Fragen, die immer mal wieder gestellt werden, die fasse ich dann einfach so zusammen. Es gibt ja viele Seher und Propheten, von denen man auch weiß, dass sie unglaublich viele Prophezeiungen gemacht haben früher, die dann auch eingetreten sind. Und wie zwingend ist das, dass solche Prophezeiungen auch von Sehern, die schon ganz, ganz viel Richtiges gesehen haben, was dann wirklich eingetreten ist. Wie läuft das mit diesen Prophezeiungen? Also wenn jemand die Zukunft sieht, dann sieht er zwar die Zukunft, aber halt nur auf einer bestimmten Zeitlinie. Also eine Zukunftsmöglichkeit und man sieht dann sozusagen die in dem Moment, wo man das sieht, am größten ist. Also die am ehesten dann Realität wird. Also und wenn wir dann, also wenn die Menschheit im Kollektiv ein anderes Bewusstsein hat, also bekommt, oder wenn die Menschen auf so Schlüsselereignisse auf eine andere Art und Weise reagiert und was anderes daraus macht, dann kann sich die Zeitlinie verschieben und dann ist halt auch die Zukunft anders. Und dann kann es sein, dass die Prophezeiung zwar richtig war von dem Moment an, wo der Mensch das gesehen hat, aber weil in 10 Jahren sich was geändert hat, dann eben nicht mehr. Das sind nämlich ganz wunderbare Neuigkeiten. Und wenn ich dich jetzt auch noch fragen darf, was sind denn die Faktoren, die so eine Zeitlinie verschieben können oder verändern können, zum Positiven wie im Negativen? Also jeder Mensch hat ja eigene Zeitlinien, aber die Menschheit an sich hat ja auch welche.
Und wenn man jetzt die Menschheit nimmt, es hängt von ihrem Bewusstsein ab. Und je nach Bewusstsein reagiert sie auf Ereignisse anders. Und das entscheidet dann ja, in welche Richtung sie geht. Und gibt es noch andere Faktoren außer dem menschlichen Bewusstsein? Also es gibt gewisse Entscheidungen, die die Menschheit auf ihrer seelischen Ebene machen kann. Und die Erde. Und die Menschheit ist halt auch manipuliert und von diesen unlichten Wesen, und die probieren halt auch, dass sie die Menschheit in eine Zeitlinie lenken können, die für ihre Pläne sinnvoll ist.